Heute geht es um die Einparkübung, bei der das Pferd seitlich zu mir herankommt. Diese Übung ist so einfach, praktisch und vielseitig, dass jeder sie beherrschen sollte. Man braucht sie beispielsweise, um das Pferd zum Aufsitzen an die Aufstieghilfe zu dirigieren. Oder um eine Gruppe von Pferden zu wenden. Sie funktioniert auch vom Pferd aus, sogar gleichzeitig zu beiden Seiten. Auf diese Art kann man ein freilaufendes Pferd zu sich heranholen oder beim Reiten das Handpferd zum Seitengang animieren. Außerdem ist es die Vorübung für die klassische Dressurlektion Travers. Heute möchte ich Chopper, einem Tinkerwallach, die Übung zeigen. Er trägt dazu einen Kappzaum mit Führstrick und ich habe eine lange Tuschierpeitsche mit Schnur am Ende dabei. Was nie fehlen darf, ist natürlich das Wichtigste, die Belohnungstasche. Kommt mal mit, wir probieren es mal. Am Anfang muss das Pferd unbedingt parallel zu einem festen Zaun oder einer Wand stehen, um nicht versehentlich in die verkehrte Richtung auszuweichen. Meine Position ist frontal vor dem Pferdekopf. Um die Bewegungsrichtung genau anzuleiten, müssen Hals und Kopf des Pferdes so weit wie möglich nach außen geschoben werden. Erst dann lade ich das Pferd ein, heranzukommen. Dazu drehe ich die innere Hüfte und Schulter vom Pferd weg und hebe den Arm mit der Gerte. Nur falls das Pferd sich nicht von selber in meine Richtung dreht, berühre ich es auf der Außenseite mit der Gerte. Sobald das Pferd mit der Hinterhand einen Schritt auf mich zumacht, lasse ich die Gerte wieder sinken und gebe dem Pferd eine Belohnung. Bei jeder Wiederholung reagiert das Pferd schneller auf meine Einladung. Die Gerte darf das Pferd nur dann auf der Außenseite berühren, wenn es zuvor deutlich nach außen gestellt und mit der Körperdrehung eingeladen worden ist. Sie muss also entsprechend lang sein. Hier noch einmal von hinten. Das Pferd steht ruhig und gerade am Zaun. Ich drücke Hals und Kopf ganz nach außen und lade Chopper ein, heranzukommen. Super gemacht! Der Tinkerwallach hat schon verstanden, worum es bei der Übung geht. Er reagiert auf die Einladung meines Körpers und wartet nicht auf die Berührung durch die Gerte. Erst wenn die Übung am Hufschlag sicher funktioniert, kann man sie auch in der Bahnmitte ausprobieren. Das zeigt Mai hier mit ihrem Pferd Hugin. Da er kein Zaumzeug trägt, benutzt sie ihren angewinkelten Unterarm, um seinen Kopf nach draußen zu dirigieren. Klasse gemacht! Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Zuschauer. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.